Herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts Covenant. Wir sind in Domremy zusammen mit Nikolai und betreten jetzt die Kirche, in der ein Monster hausen soll, welches sich aber letztes Mal schon teilweise als junger Mann zu erkennen gegeben hat. Feldwebel Robert, Veteran. Vorsichtig, Leutnant. Da ist irgendwas los. Das Dorf sieht noch seltsamer aus als vorher. Vielleicht hat dieser Dämon Verstärkung gerufen. Danke für die Warnung, Feldwebel. Wir befinden uns im Ersten Weltkrieg. Wir sind die deutschen Truppen, die jetzt gegen Frankreich kämpfen. Derzeit in Person von einem Exorzisten Nikolai und der deutschen Generälin Karen König. Ihr Leute, wartet hier, der Leutnant und ich gehen hinein. Stop! It's dangerous to leave now. But why? He has come. Show your true self, demon of Domremy. I've been wanting to meet you, Godslayer. All those dead soldiers outside. Are you the one who killed them? That's right. You see, I don't want any witnesses to what is about to happen here. Give me the girl. What's going on? Come and take her. If you can. You. Give me Jean. Nikolai! Lenny! You're late again. Relax. I had a stubborn sergeant to deal with. Stop right there. One dumb move and the girl here dies. Go ahead. Then you'll die next. I wouldn't expect any less. That's exactly what makes my long search for you worthwhile. You've been looking for me? I was ordered by the Lord to destroy a certain traitor. A man who brought God down from heaven and tried to lay waste to the world. But before I could, a man with the power of a demon defeated that traitor and the God he had brought down from heaven with him. Yes, it was you who did it. I'm glad to finally meet you, the man who stole my prey from me. But before you grow into a problem for me like that traitor Albert Simon, I'll root you out like the weed you are. Who are you guys? We are Sapientes Gladio. We alone possess the light of new hope to guide us through the 20th century. Never heard of you. That's fine. Once we destroy you, Godslayer, the world will learn our name. Your life will be our ticket to renown. Huh? And your soul
will be brought back into God's grace by the power of the holy mistletoe. Nikolai! Hey there, she changing sides on us? She's nothing to us. She's merely a tour guide. She'll die here along with the others. Who are you, really? It doesn't matter. Thanks for bringing us here. You might have made a fine ally. It's really quite sad. Let that girl go. Or else. Yeah, or else what? You gonna shoot her too? Huh? Huh? Rat! What the hell? What the hell is this? Supper's ready. Mama made it. Here, it's still warm. Thanks. He really likes you, doesn't he? Yeah, we've been together ever since Papa died. Wow, up until now he's never taken food from anyone but me. I wonder if they'll come back. They will. Because they left soldiers alive in the town? I wonder what they want with the village anyway. Huh. Anyway, if they come back, this guy will let us know right away. Yep. Oh, so here you are. Grandpa! Jean, your mother is worried about you. Oh, Oh, that's good. ugh, that stinks. Are you drinking again? Don't be so hard on me. This is my one true pleasure. Well, better get to bed. Your mom's waiting for you. Oh, okay. Good night, Yuri. Good night, Grandpa. Good night. I'll see you in the morning. You too. Shouldn't you be turning in soon? After I have a few more drinks. Let me see that. Huh? Just a little sip. Hey, 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 give me that back. Oh. I can't believe it. That's good. Say, how long are you planning on staying in this village anyway, huh? I'm not really sure. What about you?
How long are you gonna stick with me? I'm not really sure either. Lazy old bum. They're gonna keep coming back. No matter how much you beat them, they always do. Yep. This war's not over by a long shot. We need... A safer place to stay. That's right. There is no safe place. Not around here. You know that, don't you? That's why I'm staying right here. I'll protect this village until I die. What's with you, huh? Sounds to me like you're just looking for a place to die. Well, you're wrong. I don't plan on throwing my life away, old-timer, if that's what you're thinking. Is that so? Besides, my life isn't my own anyway. This life of mine was given to me by her. We can't go back. Don't worry about it. I barely managed to pull you out of that light in time. You can hardly walk. What happened to the village? The soldiers came and took the villagers away. No. Can you walk? We can't stay here. I'm feeling better. Don't push yourself. You barely survived. You're a lucky man. We'll head for Paris through the woods. I've got an apartment there. But, If they find you, they'll kill you too, Miss, Karen. I'm Geppetto, the puppeteer. This here is Yuri. First, you have to think about surviving, right? I'm fine. I told you I feel all right now. At mistletoe. We'd better figure out what kind of curse it put on you. Sapientes Gladio. So, das waren jetzt lange Cutscenes. Wir haben gesehen, Nikolai hat sich gegen uns gewendet, Yuri dafür für uns. Yuri ist der Hauptcharakter des Spiels.
Wir haben Geppetto und Blanca. Karen ist derzeit nicht kampffähig. Ja, Lenny ist der Lenny aus Shadow Hearts 3, der dort mit Johnny Garland das Detektivbüro leitet. Was Sapientis Gladio, Schwerter des Lichts, noch tun, werden wir sehen. So, schauen wir uns mal unsere beiden neuen Charaktere an. Geppetto, der Puppenmacher. Ein pensionierter Puppenmacher, der in den großen Theatern von Paris berühmt geworden ist. Heute mit Yuri und seiner geliebten Puppe Cornelia unterwegs. Sieht, was er kann. So, wir haben noch Blanca, den Hund von Geppetto und seiner Enkelin. Dieser weiße Wolf aus Dom Remy beschützt zusammen mit Yuri das Dorf. Seine Intelligenz und sein nüchternes Denken machen aus ihm einen sehr treuen Verbündeten. Windelement, Finsternis, Geppetto gar keins. Karen hatte Feuer. So, wir sind auf dem Weg nach Paris, also wir bleiben erstmal in Frankreich. Gucken wir uns mal die Ringe an, er hat nur eine einzige Trefferfläche. Blanca hat 2. So, bevor wir weitermachen, möchte ich habe ja mal gesagt, jetzt wollen wir mal ein bisschen, was bei Shadow Hearts 1 passiert. Das wäre ja mal ganz interessant. Ich gucke mal, ich habe in der Zeit mal gegoogelt. Also, ich mache mal das Intro von, also wir haben gesehen, Albert Simon, von dem vorhin geredet wurde, das war der Endgegner bei Shadow Hearts 1. So viel weiß ich auch, sonst kenne ich das Spiel nicht. Ich lese mal vor, was hier so zu Shadow Hearts 1 steht. Dies ist meine Geschichte. Man wird zu Beginn mit einem Zeitungsausschnitt konfrontiert, in dem steht, dass 1913 in Rouen, Frankreich, ein englischer Priester auf brutalste Weise ermordet wurde. Schnell ist klar, diese Tat kann kein Mensch vollbracht haben. Zur Sicherheit der Tochter des Priesters wird Alice Elliot von der japanischen Armee nach China eskortiert. Das Spiel beginnt in einem Zug von Japan besetzten Zug inmitten einer sternklaren Nacht. Außer Alice befinden sich noch japanische Soldaten in dem Zug sowie 2 Männer, die im späteren Verlauf noch relevanter werden. Ich schreibe den Prolog mal aus der Sicht Alice. Also ich lese hier eine Seite vor von der Seite cedraconnection.net. Puh, ist es langweilig, es ist Nacht und ich sitze hier in der chinesischen Pampa, nicht wissend, was mich erwartet. Diese japanischen Soldaten haben mich hierhin verschleppt, meinten, es wäre zu meinem Schutz, obwohl ich ihnen klargemacht habe, dass ich auf der Suche nach dem Mörder meines Vaters bin. Aber sie haben nicht mit sich reden lassen. Naja, ich bin wohl bloß ein Druckmittel. Ein lauter Knall, gefolgt von markgeschütternden Schreien. Was waren das für Schreie? Alice öffnet die Waggontür, vor ihren Füßen breitet sich eine Blutlache aus. Ich blicke nach oben, der japanische Hauptmann ist entsetzt und schockiert zugleich. Vor ihm steht ein elegant gekleideter englischer Gentleman, der ein freundliches Lächeln an den Tag legt. Man würde so einer Person nie eine solch grauenvolle Tat zutrauen. Der Hauptmann verschießt in seiner misslichen Lage seine gesamte Munition. Zwecklos. Der Mann wird von irgendetwas beschützt, zu schnell für das menschliche Auge. Der Hauptmann wird Opfer des schnellen Wesens. Es kommt immer näher, begrüßt mich freundlich, stellt sich vor. Roger Bacon? Den Namen habe ich nie zuvor gehört. Er sagt, er sei auf der Suche nach mir. Aber warum ich? Wenn er nur dieses verdammte Grinsen sein lassen könnte. Ein junger Kerl erscheint. Er trägt einen langen braunen Mantel, eine schwarze Hose und hat zerzaustes Haar. Noch einer? Wie sieht der denn aus? Scheint, als sei er gerade aufgestanden. Dazu hat er noch ein überhebliches Lächeln im Gesicht. Ist er etwa sein Komplize? Nein, denn dieses schnelle Etwas, ich nehme an, dass er ein Dämon ist, macht sie zum Angriff bereit. Obwohl der Dämon sehr schnell ist, gelingt es dem Jungen, den Kopf des Monsters zu greifen. Tatsächlich ist ein kleiner Dämon mit einer Sense in der Hand. Länger kann Alice sich dem Dämon nicht ansehen, da der Junge nicht lange fackelte und den Kopf des Dämons zerquetscht. Der Dämon ist nicht mehr, aber, oh Schreck, der Junge hat keinen Arm mehr. Dennoch hat er sein Grinsen nicht verloren. Der junge Kerl hebt seinen Arm auf und setzt ihn wieder ran. Das kann kein Mensch sein. Der Junge rennt auf Roger Bacon zu, der wiederum lächelt nur und beschwört einen grellen Blitz hinauf. Ein großer Knall, gefolgt von einem klaffenden Loch. Ich kann nichts sehen. Doch, der Rauch verschwindet langsam, aber der Junge ist fort. Wahrscheinlich hat es ihn erwischt. Roger Bacon läuft auf Alice zu. Ich muss versuchen zu fliehen, doch er hält mich fest, setzt mich unter einen Zauber. Meine Augen werden schwerer, mein Herz schlägt langsamer. War es das? So, das war der Prolog von Shadow Hearts. Yuri war der junge Mann, der den Arm verloren hat. Und Alice war im Endeffekt die zweite Protagonistin von Shadow Hearts 1 und seine Freundin, die am Ende, glaube ich, stirbt oder sich opfert. Gucken wir nochmal bei Wikipedia. Also Shadow Hearts takes place in an alternate reality of the real world in the year 1913. The major areas are visited include many real locations in China and Europe. Genau. Shadow Hearts starts in late 1913 on the branch on a Trans-Siberian Railroad in Manchuria. The game begins with Yuri hearing a voice in his head telling him to rescue a girl named
Alice Elliot, whose priest father was recently murdered in the most brutal fashion in Rouen, France. After a British gentleman by the name of Roger Bacon attempts to abduct Alice from the Imperial Japanese Army himself, Yuri saves her and starts a quest through China and eventually Europe to discover Alice's importance, Bacon's intent, the identity of the mysterious voice, and his own relevance. Throughout their journey in China, they met Master Liu Tzuzen, an adept. They also meet Margaret Gertrude Zell, an American spy who was trying to hinder the Japanese invasion of Shanghai. Along the journey, they discover that Du Hao, a warlock, is behind all of the demonic happenings that are encountering so far. Di Huai reveals his plans to perform the Demon Gate invocation to summon the Seraphic Radiance, a powerful entity to destroy Japan. He kidnaps Alice for this, and the group faces him off the Kulai Tower. The group manages to defeat Di Huai, but is unable to stop the summoning of the Seraphic Radiance. In the end, Yuri and the group are separated. The second part of the journey takes part in Europe. Alice and the gang continue on the search for Yuri. They are eventually reunited while meeting new friends along the way, which includes Hela, the son of Kudelka, and Keith Valentine, a vampire. A shocking truth is revealed as they continue the journey. The man who named himself Roger Bacon is actually Albert Simon, a disciple of the real Roger Bacon. They also discover that Albert's true intention is to raise the Niamito float, which is a beacon capable of drawing God to Earth so that it can cleanse the world. He was originally attempting to capture Alice to rise the float, but then changes tack and captures Kudelka instead, and raises the float with her power. The group is teleported to the float by Roger Bacon, and they fight their way through it to find Albert in the pinnacle, where they engage him in battle. He repents for his misdeeds and uses the last of his power to send Yuri and company to intercept God before it can reach Earth. The group manages to destroy God, and the world is saved. Endings. There are two endings, the good and the bad ending. The good ending occurs when Yuri fights alongside Alice in his mental realm, the graveyard, and defeats Atman, the protector of the Foremost. The bad ending occurs when Alice fights an impossible battle against Atman and dies in the dream. The difference between the two endings is only seen when the game credits are rolling. Okay, das ist dann das Ende. Alice and Yuri are seen sleeping on the back train to their hometown Zurich. In the good ending, Alice wakes up on the train after a while. In the bad ending, Alice does not wake up since she has sacrificed her soul to Atman to protect Yuri's life. Shadow Heart's sequel, Shadow Heart's Covenant, dictates that the bad ending of the game is canon. Also wir setzen voraus, dass das schlechte Ende passiert ist, dass Alice gestorben ist, weil sie ihre Seele geopfert hat. Und das ist das Setting, was uns erwartet, was wir haben. Jetzt haben wir das mal vollständig abgearbeitet. Und wir wissen, zwischen Yuri und Alice gab es etwas. Vielleicht spielt das in dem Spiel noch eine Rolle. Kudelka war auch ein Name, der fiel. Das ist auch wichtig. Es gibt einen Spiel namens Kudelka. Schauen wir mal. Wir werden uns tief in die Ardennen schlagen. Wir sollten uns vorbereiten. Oh, ich sollte dir das hier noch geben. Ja, jetzt geht's ja mit Symbolmagie los. Fokaloa, Andras und Furfur. Dieses Symbol hat magische Kräfte. Jeder kann sie benutzen, wenn er das hier hat. Man muss sich damit nur ausrüsten. Was hältst du davon? Super, oder? Was ist los? Danke, aber eher nein, danke. Ich brauche solchen Zauber nicht. Ich kann meine Fusion machen. Seine Fusion, diese Monster, die er in Dom Remy in der Kirche gezeigt hat. Sicher, ist ziemlich praktisch, sowas zu haben. Warte mal, sag bloß, du willst das Ding nicht, weil du dir keine Zaubersprüche merken kannst. So was vielleicht kann er sich nicht merken, weil die heilige Mistel der Fluch ist, dass er Alzheimer bekommen hat. Natürlich nicht. So was die heilige Mistel mit ihm macht, das werden wir auch noch sehen. Das ist jetzt nicht trivial oder so. Also das Spiel wird noch so richtig geil werden. Na, ist doch egal. Blanca und ich werden es dann benutzen. Aru! Verstehst du, was wir meinen? Aru! Wer hätte denn sowas gedacht? Symbole und Symbolmagie. Ja, wir können die Leute mit den Symbolen ausrüsten und können sie die Magie, die dem Symbol innewohnt, nutzen. Yuri kann es nicht. Ich nicht. Vielleicht ist das wegen dem Fluch, aber irgendwas ist komisch an dir. Aru, Aru! Denkst du, ich bin ein Idiot, nicht wahr? Aru!
Wenn wir nicht bald losgehen, ist es dunkel, bevor wir aus dem Wald sind. Wohl Magie. Ich wusste gar nicht, dass es hier Level gibt. Ach so. Level sind die Anzahl an DK, die ich da brauche. Machen wir Fur und Andras. Machen wir Focalor. Okay, hier ist benutzen, beim anderen ist anlegen. Gut. Fertig, können wir los? Yep. Das jetzige Gebiet heißt Ardennenwald. Das führt uns nach Paris. Also wir sind immer noch in Frankreich. Wir haben 50 Seelenenergie. Yuri Ward Hyuga, Gottesschlechter von der Geheimen Gesellschaft genannt, hat die Kraft der Seelenfusion, rachedurstig wegen der Niederlage in Domremy und dem Mistelfluch. Seelenpunkten auf sich hat, man kann sich denken, wer Shadow Wars 3 gesehen hat, das ist so eine Art, damit kann man Fusion wieder aufbessern. Was los? Irgendwas ist komisch. Oh, oh. Vorsichtig alle zusammen, hier kommen einige Monster. Kein Zufall. So, mal bestimmt fusionieren. Das gezeigt wird. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Noch gar nicht, gut. Ich habe mal bei Kombos geguckt, natürlich könnte ich jetzt alle zu den Kombos zusammenstellen, wenn der Gegner zwischendurch dran ist und wir stehen natürlich extrem nah beieinander, kann er mit Gruppen oder Flächenzaubern uns natürlich alle treffen und damit enormen Schaden zufügen. Außerdem, wenn Yuri in seine Fusion kommt, hat er größere Fläche, das heißt, wenn Yuri sich bei einem anderen anstellt, kann es sein, dass er Leute wieder aus der Reihe schubst. Deswegen sollte man immer die Leute an die Fusion stellen und nicht die Fusion an die Leute. So ein paar Tipps, die werde ich dann später immer mal wiederholen. Reicht schon. Gucken wir uns mal Magie an, erhöht die Ausweichrate, Wind, Schaden. Naja, warum nicht? Nikolai hat ja damals schon ein bisschen. Was war es gewesen? Ich finde, Licht hat er gemacht. Ich finde es dann nicht so, oh, das war schlecht. Das ist der One-Hit. Fliegt weg, damit den Bonus, den man immer schön bekommt. If that's all they've got. Naja, irgendwann musste es ja mal passieren in so einem schaurigen Wald. Du ziehst die Monster an, weißt du? Was? Sieht so aus, als ob der Mistelfluch mehr Einfluss auf dich hat, als wir gedacht haben, Yuri. Einfluss? Es ist ein Fluch, der auf den Körper und auf den Geist wirkt. Du kannst keine Fusion mehr machen, stimmt's? Stimmt, ist mir auch gerade, ja klar. Deine Seele ist instabil geworden und sendet Wellen, die die Monster anziehen. Also ich habe ja vorhin beim Zusammenfassen von Shadow Wars 1 vorgelesen, der konnte sich damals fusionieren, hat Arme verloren und konnte trotzdem wieder zurückbauen, war ein Formwandler. Und das war im Endeffekt seine Fähigkeit bei Shadow Wars 1 und die ist ihm jetzt verloren gegangen durch die Mistel. Du meinst, sie könnten mich töten, wenn ich so bin wie jetzt? Genau das dachte ich. Die Bosheit, die die Welt beherrscht, und die Bosheit deiner Seele wachsen beide und erzeugen Hass. Was kann ich dagegen tun? Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist uns aufs Überleben zu konzentrieren. Dein Wärme verfolgt. Du kommst nicht davon. Das werden wir erstmal sehen.
Wenn wir zurückgehen, seid ihr dann da? Stimmt nicht. So, es gibt zwei Möglichkeiten, also beide führen ans Ziel. Und es gibt immer unterschiedlich viele Karten zu bekommen. So, wir machen mal den langen Weg. Das heißt, wir gehen mal nach links. Gehen bewusst langsamer auf morschem Holz, das ist ganz cool. Die müssen eigentlich zu besiegen sein, wenn ich das Ding treffe. Dann mache ich damit Geppettos. Die Künstler, obwohl die standen nebeneinander, hätte ich doch beide angreifen können mit Geppetto. Schade. Ich kann mit Geppetto auch mal angreifen, dass er kein physischer Kämpfer ist. Die stehen natürlich schlecht. Hagelschnabel hieß früher Hail Dust. Wassermagie. Reicht aber bei ihm auch. Zeit, dass wir den Ring verlangsamen können. Gucken, wo wir lang gehen. Wir wollen ja alles mitnehmen, deswegen nehmen wir hier erstmal das mit. So, bis hier gibt es nicht nur Kisten. Man sieht ja immer diese ganzen Abzeichen, wenn man ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen an einem aufklappt. Ich weiß nicht, warum der manchmal schneller, manchmal langsamer läuft. Hier jetzt theoretisch was liegen sollen. Perfekt, keine Gegnerzüge, 100% Perfektquote. Okay, hier haben wir es gefunden. Dann lassen wir hier lang weitergehen. Reines Blatt. Kein gefälschtes Blatt, kein halbes Blatt, ein reines Blatt. So läuft denn ja manchmal langsamer und manchmal schneller, das verstehe ich nicht. Die stehen halt wieder selten dumm zusammen.
MP mehr, wird immer besser. Läuft ja wieder. Und da hätte Blanca jetzt angreifen müssen, die standen nämlich schön hintereinander. That was a pretty... Und es läuft doch mal schneller. Scheint nicht mehr zu funktionieren. Vielleicht hat er keinen Strom. Vielleicht mit der Batterie. Versuchen wir es mal mit der Batterie. Dann bewegt der Lift sich. Mit dem Lift fahren. Okay, wir fahren runter. Dass wir Geld sammeln, wenn wir dann in Paris sind, können wir nämlich diese Items kaufen, die den Ring verlangsamen. Was ist das für ein Knopf? Da steht Power-Antrieb. Drück ihn, drück ihn. Höher geht der Lift nicht. Ich möchte in die oberste Etage. Einen Lederhut. Ein Ausrüstungsgegenstand. Das ist hier unten. Was haben wir hier? Erhöht die Verteidigung. Da ist mal unserem Hauptcharakter. Wir gehen wieder zurück in die zweite Etage und sammeln dort noch ein paar Gegenstände ein. Aber dann mehrere Wege, die wir ausgelassen haben. Nicht Legend of the Seeker, sondern Legend of the Skeeter hier. Selten schlecht zusammen. Oh, überlebt doch nicht. Ah, dann greife ich da einfach normal an. Das ist nur mit Magie gefährlich. Ich kann versprechen, in den nächsten Folgen wird es dann wahrscheinlich mal wieder ein bisschen mehr vorangehen. Das ist ja bisher mehr ein Film als ein Spiel, aber das ist ja gar nicht schlecht. Ich liebe dieses Spiel. Aber auch aufgrund dessen, wie sich die Story entwickelt und wie die Charakterzeichnung ist. Wieso rennst denn du nicht? Wieso fängst du immer an zu gehen? Hier steht jetzt aber schön zusammen. Das muss ich doch mal nutzen.
Perfekt. 52 Schaden. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt Zeitlimits irgendwann gibt, dann ist das nicht nervig, wenn der hier mal so langsam läuft. Da, wo wir die Batterie gefunden haben, ging ein versteckter Weg rechts rein. Das ist, glaube ich, der hier. Symbol Baupathos. Was ist denn das? Luftvorteil. Sind wir auf der anderen Seite? Windklasse dazu, für die, die es brauchen. Superweitkämpfe nicht wichtig, aber wenn ein Boss schwach gegen Wind ist, kann es ja ganz hilfreich sein. Okay, schon wieder alle. Oh, aber da geht er drauf. Weil Yuri ausgewichen ist, gab es Sieg ohne Schaden. So, danach folgst du dem rechten Weg. In der ersten 90-Grad-Kurve geht ein versteckter Weg nach rechts. Na, gucken wir mal. Hier. Trefffläche hoch. Ja, die Schnecken sind zum Glück relativ easy besiegt. Langsam habe ich das Gefühl für den Ring auch wieder, dass ich auch mal zutrauen kann, in dem vollen Speed auf Perfekt zu gehen und nicht einfach nur auf Treffen. Aber der überlebt immer. Ich hab auch nur 20 Lebenspunkte oder so. Na los. Wir sollten jetzt wieder beim Save Point rauskommen. Rechts, links, rechts, Mitte, links müssen wir nehmen. Fangen wir mal mit rechts an.
Zielt bei der Mitte. Okay, dann gehen die beiden hoch. Und was passiert links? Okay, gut. War's das wahrscheinlich schon? Auf dem Save Point. Schweinerei. Derzeit reichen physische Angriffe noch vollkommen aus. Für den Petto ist das halt eigentlich eine Verschwendung. Vielleicht macht er mal eins mehr. Okay. Nur weil er sie wieder 18 macht, ist wahrscheinlich der Zufallsparameter an jedem Schaden bei ihm. Na gut. Noch so gering, dass es sich nur um HP-Schaden auswirkt. So, MP sind auch geheilt, perfekt. Sagen, ich werde vielleicht offscreen vielleicht die anderen beiden noch auf Level 5 jetzt bringen, also Geppetto und Blanca. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das war's. Bis zum nächsten Mal.